Morgen und herzlich willkommen zur Operation Minen in Final Fantasy X. Die Minenoperation ist soweit vorbereitet, dass es starten kann. Wir haben mit Primas, Kinok und Seymour gesprochen. Olin und Kinok kennen sich ein bisschen genauer. Und Sin kann angelockt werden. Wir werden jetzt aber erstmal auf jeden Fall noch die Ekstasen von jedem aufs Maximum bringen. Also es fehlt eigentlich nur Tidus und Olin. Die Bestie haben ja volle Ekstase und dann werden wir gleich nochmal. Also wir werden jetzt so eine Viertelstunde trainieren und dann machen wir die Sin-Offensive. Und das mehr machen wir in der Folge nicht. Oh, das reicht ja auch. Die Karte ist nicht ganz so eindeutig wie der Weg. Wenn man nur nach Karte läuft, läuft man hier permanent gegen die Wand. Ich hoffe, ich kann jetzt noch trainieren gehen, nicht, dass die mich aufhalten und sagen, hier, Ende. Große Operation und was machen wir? Wir hauen das mal ab. So wie es sich gehört. Wer jetzt denkt, dass man nur trainieren in der Folge, der sollte nicht wegschalten. Aber ich denke mal, so eine Viertelstunde Vorsprung kann man bestimmt. Das ist nicht gut. Oh, dann hat er schon 2000 noch was HP, das ist ja schön. Du sollst Olin angreifen, damit seine Ekstase voll wird. Nochmal Pollen ersparen wir uns lieber. Wenn ich mir das anders überlegen sollte, können wir ja noch mal weitergehen. Jetzt fehlen mir derzeit einfach die Sphäropässe dafür. Ich sehe gerade, nach dem nächsten Gegner gibt es als Belohnung mehrere Sphäropässe. Naja, mal gucken. Den haben wir ja noch nicht besiegt. Die Pilze keine Pollen machen, ihr Feuerzauber ist ja nicht so gefährlich.
Jawohl, neuen Ekstase-Typ gelernt, endlich. Well then, what next? Aber Orange Ekstase ist auch voll. Das passt ja. Schlafreif. Völlig überraschend Schlafschub und was Blindwappen, oder? Völlig überraschend Blindschutz. Ich habe ja wieder meine langsame Truppe zu Beginn in den Kampf geschickt. Sehr schöne Schadenzahlen. Bei Titus muss ich gleich mal den neuen Ekstase-Typen mir angucken. Jetzt habe ich mir nicht an den Retard-Typ gedacht, womit ich ihm hätte angreifen können. Ach, Juno darf doch nochmal, bevor er nochmal dran ist. Aber so geht's auch. Well then, what next? Wenn ich hier weitergehe, hier brauche ich 2 Level 1 Vero-Pässe und lande dann hier bei Rico, wo es ganz viele HP gibt am Anfang. Könnte ich Kimari natürlich zu so einem HP-Powerhouse machen. Wir werden das mal wählen, gucken, ob das besser ist. Da wir nach Titus Wacker bekommen, man müsste also Wacker demnächst auch irgendwann mal so einen Ekstase-Typ lernen. Dann Lulu, Yuna, ja zuletzt, Olm dauert wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Obwohl es ja unterschiedlich ist, die Leute brauchen nur unterschiedlich lange, um die Ekstase-Typen zu lernen. Manche brauchen nur, weiß ich, 100 Angriffe, manche brauchen 200, manche 120, ist immer unterschiedlich. Gucken, um wie viel es sich füllt. Oh, na dann geht das definitiv schneller, als bis die uns hier genug Schaden zugefügt haben. Da der besser zaubern kann als das Zaubermonster, kümmern wir uns erst um den.
weiß gar nicht, ab welchem Zeitpunkt man Teleport oder Freund-Theorien bekommt. Da kann man dann entweder Felder vom anderen lernen oder sich auf das gesamte Feld vom anderen teleportieren. Geht, glaube ich, erst in der stillen Ebene. Und davor wäre natürlich auch geil, dann will ich... Ja gut, ich würde Juna trotzdem erstmal weiter zur Heilmagierin werden lassen. Ich würde dann aber hier, ja gut, das will ich dann erstmal, wenn es die Gradzauber gibt. Später bringen die Gradzauber ja nichts. Lulu und Wacker wieder im Gleichschritt. Hier gibt es die erste Schockattacke. Ach, die langsame Truppe wieder. Schon ist der Gegner ohne Chance. Ich hole die AP und das nächste Mal gehe ich dann zurück und mache doch den Level 4 Spiro-Stopp daraus, Level 1 Spiro-Stopp raus und hol mir die HP. Das ist vielleicht auch witzig. Zumal wir demnächst noch ein paar HP-Spheroiden bekommen werden. Ein paar viele. Na, das hier lohnt sich eigentlich gar nicht. Magie um 2 und Trefferquote um 1. Das werden wir trotzdem machen, weil wir alles mitnehmen wollen. Jetzt ist Titus seine Ekstase immer noch nicht voll. Schenkst du mir noch was? Nee. No problem. Jetzt haben wir die richtige Truppe da, jetzt können wir wieder ganz normal nach Schema F vorgehen. Der ist blind, der ist... Retard ist übrigens ist nur eine Verzögerung. Der hat danach weiterhin sein Tempo, er wurde halt ein Stück zurückgeworfen. Also ist nicht dasselbe wie Gemach. Gemach lernen wir auch noch. As you wish. Let's end it. Ich glaube, jeder durfte mal. Ich glaube, Titus jetzt nochmal angreifen lassen, um die Ekstase nochmal ein Stückchen schneller voll zu kriegen. Neue Waffe für Titus. Man kann natürlich mit Bruder hat übrigens eine der besten Waffen, wenn man von denen nicht so laut davon ausgeht, weil man kann noch 3 weitere Möglichkeiten dort einbauen. Und wenn man selber entscheiden kann, was man nimmt, hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten. So, das habe ich beim letzten Mal schon geguckt, wann es mal wieder Magie gibt. Hier ist
1, 2, 3, 4, 5 Sphäre-Level bräuchte Juna noch, um Itra zu lernen. Das ist ein bisschen zu viel. Das machen wir jetzt. Dann wäre die Folge wirklich um. Weil es sind immer so ungefähr 3, 4 Kämpfe pro Level. Und dann müssen wir hier noch 15 bis 20 Kämpfe machen. Und jeder Kampf dauert fast 2 Minuten. Wäre die Folge auch vorbei. Aber wir wollen ja jetzt keine eindeutige Trainingsrunde machen. Wenn durch solche Gegner kommen, dauern die Kämpfe unnötig länger. Nee, Zeit, ich wollte eigentlich Retard-Hieb machen. Naja, was soll's. Ich weiß gar nicht mehr, ob Kimal oder Orange schon im Einsatz waren. Machen wir erstmal dann in die Richtung weiter. Bevor wir uns entscheiden, ob wir zu Rico oder so gehen, das muss ich mir gründlich überlegen, was wir da machen. Können wir jetzt hier nicht ohne Not noch einen der bisher seltenen Zero-Stabs verschwenden. Und die Ekstase ist von jedem voll. Dann werden wir mal Titus in die Gruppe holen, damit wir zumindest den Erzschlag sehr wahrscheinlich haben. Immer noch, ich muss die Maschinen warten. Wo geschießen ist die Kanone verrutscht. Hier wird professionell gearbeitet. Bin ich noch skeptisch, ob das wirklich funktioniert, so mit Albert Machina einfach so wegzupusten. Ich denke mal, der Bosskampf, das ist zwar noch mein persönlicher Albtraum, aber er wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aber beim ersten Mal war ich total unterlevelt, da hatte ich noch keine Radzauber, nix. Natürlich mit normalen Zaubern, die wahrscheinlich so 300 Schaden machen, werde ich hier eine Weile kämpfen. Are you ready? Let's go. Mr. Kinnock, please. Will Sin come? Er ist Meister und wartet, bis wir das Signal geben. Sehr unlogisch. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt.
Die Sin-Schuppenreste sind ausgebrochen und wir haben Centrifuge vor uns. Es gibt 4 Gegnertypen, den Körper, ja, uns auch. Die jeweiligen Arme, die werden aber regeneriert und der Kopf. Wir können den Körper erst angreifen, wenn die Arme tot sind. Der Kopf wiederum macht eine Spezialattacke, die uns ziemlich zu Schaden kommen lassen könnte. Frage ist, ob Flammen viel wirken zeigt, wir werden sehen. War schon okay. Also die Arme werden regeneriert, aber den Kopf regeneriert er nicht. Also wenn der Kopf tot ist, ist er tot. Ich weiß nicht, ob wir den Kopf in stumm machen können. Nein, können wir nicht. Jetzt sollten wir den Kopf angreifen, ansonsten haben wir ein Problem. Wann ist der Kopf wieder dran? Wacker ist davor wieder dran, dann ist okay. Gucken, ob wir die Richtungstasten hinbekommen. Selbstverständlich. Körper hat keinen Schaden genommen, weil die Dinger noch da waren. Ich weiß nicht, ob die verdächtige Bewegung noch aufhört, wenn man die mit Magie angreift. Wir werden es gleich sehen. Ja, gut. Also wir müssen nicht mit Wacker. Es reicht auch, wenn wir ihn mit Magie einschenken. Der Kopf kann gleich nicht mehr. Es wird Zeit, dass wir mal Ifrit seine Ekstase kennenlernen. Obwohl das beide angreifen, der Kopf damit tot ist. Warum sollen wir jetzt erstmal einmal normal angreifen? Können wir uns auch gleich. Ich sag, wenn man keine Ekstasen voll hätte und keine Radzauber, wäre das ein ziemlich knackiger Kampf. Erstmal Erdplatten reingeschmissen. Kopf ist auch vernichten, das gibt mehr Boni, das ist schön. Ich denke mal, jetzt ist Ifrit ist dahin. Oh, er weicht aus, das ist sehr gut, dann ist er nicht dahin. Ifrit da auch wieder. Gibt nur noch einen Gegner und das ist Sins Körper. Gucken, ob die Arme sich auch davor schützen. Nein.
halt ein Trick bei elementbasierten Bestias. Aber das heilt weniger, als wir Schaden kriegen. Das ist doch nicht so gut. Totenstille in der Musik. Und jetzt zum Abschluss. Gibt's noch mal einen Abschluss. Vielen Dank, Ifrit. Weil Fares wird es zu Ende bringen. $1400 hat er noch. Time to end this. Da Juna noch Meisterruf hat, kann ich Valfaris Ekstase jetzt schon verbraten für ihn vernichtend. Und kann dann Valfaris nochmal aufrufen in dem späteren Kampf. Solarisstrahl und Ende. Ich hoffe, es gibt einen vernichtend. Das ist übrigens die einzige Bestia, die 2 Ekstasen hat. Ich hoffe, ich habe jeden eingesetzt, ansonsten wäre das jetzt sehr schlecht. Weiter geht's im nächsten Teil. Das müsste also aus wie so ein Cliffhanger im Film. Look out! Owen hat die ganze Zeit gewartet, bis Juna aufsteht, bevor es Seymour helfen geht. Stand back, Lady Luna. Yes. Sagt yes und kämpft trotzdem mit. War auch kein Übersetzungsfehler, eher so ein Logikfehler. So, wir haben Seymour mit dem Kampf. Wir kämpfen gegen dasselbe Vieh nochmal.
Nur diesmal hat der Körper und der Kopf weniger HP. Der Kopf ist auch schon weg. Weil Simon ziemlich stark ist, sollte das kein langer Kampf werden. Ui, es gibt vernichtend so starke Sachen schon gegen die Arme, das ist ja schön. Man muss sich noch warten, bis auch wirklich... Also wir können jetzt natürlich auch auf Simons Ekstase warten. Und das wird sehr lange dauern. Jetzt haben wir noch zu viel Leben, wie das Ding hat. Simon guckt in die völlig falsche Richtung. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall das vernichtend. Vernichten sind immerhin mehr Erfahrungspunkte. Bye bye. Jetzt ist sie nicht nur mal kurz platt, jetzt ist sie dauerhaft besiegt. Sechs Level 1 Zero-Pässe.
Ein Desaster, diese Operation. Aber Sins Panzer ist zerstört, also der Schutzpanzer. Auf Kosten dieser gesamten Kämpfer hier. Also sie haben sich geopfert und es war nicht ganz sinnlos, aber ziemlich sinnlos. Können wir uns umschauen. Gucken wir erstmal, wessen Schild das ist. Bevor ich vergesse, wer hier ein Schlafschild. Ob das nur Schlafschutz ist? Schlafwall. Schlafwall ist dauerhaft. So, hat nicht mal jeder, was sie kriegt. Das sieht man mal, wie stark wir mittlerweile gelevelt sind. Wo ich das erstmal gemacht habe, habe ich 6 oder 7 Sphero-Level gekriegt. Level 1 Sphero-Pässe wird es dann später nicht mehr mangeln. Was gibt's hier feines? Analyse. Schwer gezeichnet, eine Bestie tot. Den kennen wir doch. What's going on? Why? What? What's going on? Don't you run away from me! Everyone, stand back! I'll summon! You won't hurt it. Your powers are still too weak. But I must do something! You can't. Wenn sie es nicht mal versuchen lassen, macht jetzt nicht gerade den nettesten Eindruck. Den kriegst du nicht verfolgt, Tidus. Juna auch gerade nicht. Stand back, everyone. Also zurücktreten, also da steht ja keiner mehr außer Oren, Seymour und Juna. I have no idea what I was thinking. Before I knew what I was doing, maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man.
aus wie Luzu. What? They say you don't practice anymore. That you... Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? You just said you can't. Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. I thought I sensed my old man there. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Aber er hat dann den richtigen Strand zurückgefunden. How many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Yuna won't stop dancing. Not until Sin is gone. Those are my thoughts then, I think. I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Sin had come and gone. So, konnten Sin nicht erreichen. Sin hat sehr viele Leute umgebracht. You were in contact with... Yuna was... You? Noch mehr zu sagen, was haben wir Vorwürfe zu machen? You? Also sehr viele Leute sind gestorben. Yuna hat die Leute besegnet. Ja. So, für diese Folge soll es das gewesen sein. Heute mal nicht 55 Minuten, sondern mal nur so eine Dreiviertelstunde. Ist aber auch mal ganz okay. Aber vielen Dank fürs Zusehen und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Ich will jetzt nichts weiter verraten. Bis dann.